Er ist ein alter Freund von mir. He is an old friend of mine. Er ist immer noch sehr lebendig. He is still very much alive. Er ist unfähig, ein Lehrer zu sein. He is unfit to be a teacher. Er mag Zeitungen zu lesen. He likes to read newspapers. Er sieht aus wie ein ehrlicher Mann. He looks like an honest man. Er machte seine Meinung schnell. He made up his mind quickly. Er malte die Decke blau. He painted the ceiling blue. Er gab vor, mich nicht zu hören. He pretended not to hear me. Er gab vor, ein Arzt zu sein. He pretended to be a doctor. Er mag wirklich viel Musik. He really likes music a lot. Er sagte, es ist 9 Uhr. He said, "It's 9 o'clock." Er fing an, Englisch zu sprechen. He started to speak English. Er warf einen Stein auf den Hund. He threw a stone at the dog. Er war an der Tür stehen. He was standing at the door. Er ging nach London über Paris. He went to London via Paris. Ihr Traum ist es, Paris zu besuchen. Her dream is to visit Paris. Er ist immer freundlich zu mir. He's always been kind to me. Sein Rat half nicht viel. His advice didn't help much. Halten Sie den Ball in beiden Händen. Hold the ball in both hands. Wie genießen Sie den Film? How did you enjoy the movie? Wie hast du sie kennenlernen? How did you get to know her? Wie hast du ihn kennengelernt? How did you get to know him? Wie erklären Sie das? How do you account for that? Wie gefällt Ihnen mein neuen Anzug? How do you like my new suit? Wie planen Sie nach Hause zu kommen? How do you plan to get home? Wie lange wollen Sie es? How long do you want it for? Wie lange bleibst du hier? How long will you stay here? Wie viele Bücher hat er? How many books does he have? Wie alt denkst du, sie ist? How old do you think she is? Wie alt denkst du, Tom ist? How old do you think Tom is? Ich begleitete sie auf einem Spaziergang. I accompanied her on a walk. Ich stimme Ihnen absolut.
I agree with you absolutely. Ich sterbe für ein kaltes Getränk. I am dying for a cold drink. Ich werde ein neues Auto zu kaufen. I am going to buy a new car. Ich bin im Schwimmen interessiert. I am interested in swimming. Ich bin nicht sicher, dass. I am not certain about that. Ich spiele jetzt Volleyball. I am playing volleyball now. Ich kam pünktlich in der Schule. I arrived at school on time. Ich kaufte es für $10. I bought it for $10. Ich kann über den Fluss schwimmen. I can swim across the river. Ich kann Ihnen nicht alles sagen. I can't tell you everything. Ich konnte es nicht überall. I couldn't find it anywhere. Ich überquerte den Fluss mit dem Boot. I crossed the river by boat. Ich verstand nicht, was er sagte. I didn't catch what he said. Ich gehe nicht mit dem Bus zur Schule. I don't go to school by bus. Ich weiß nicht, entweder von Ihnen. I don't know either of them. Ich weiß nicht, ob er es weiß. I don't know if he knows it. Ich habe keine Erklärung brauchen. I don't need an explanation. Ich will nicht einer von Ihnen. I don't want either of them. Ich will nicht mit dir reden. I don't want to talk to you. Ich fühle mich auf einer Reise wie das Gehen. I feel like going on a trip. Ich schlief beim Lesen. I fell asleep while reading. Ich fand der Junge schlief fest. I found the boy fast asleep. Ich habe es zu dem kleinen Jungen. I gave it to the little boy. Ich habe eine Rasur und einen Haarschnitt. I got a shave and a haircut. Ich hatte einen Anruf von ihm. I had a phone call from him. Ich musste meine Appointment verschieben. I had to postpone my appointment. Ich habe eine schlechte Kopfschmerzen heute. I have a bad headache today. Ich habe zum Friseur gewesen. I have been to the barber's. Ich habe nichts Besseres zu tun. I have nothing better to do.